Er arbeitet zuweilen etwas unorthodox. Diese 3 Männer sind einem Verbrechen auf der Spur, für das es kein Motiv und keinen Täter zu geben scheint. George Baker, Chef der Fernostabteilung des Secret Service. Colonel Green, sein engster Mitarbeiter. Jim Ellis, Spezialagent. Es begann mit einem Mord. Mildred Beatty, Mitarbeiterin des Secret Service in Hongkong. Wer hat sie umgebracht? Und wem war sie auf der Spur? Hotel Ivanhoe. Hier hat die Ermordete die letzten Tage ihres Lebens verbracht. Unter falschem Namen. Ist sie hier auch ihrem Mörder begegnet? John Miller, der Hausdiener. Mürrisch, verschlossen, allgegenwärtig. Mrs. Corby, Besitzerin des Ivanhoe, Witwe in den besten Jahren. Und Dr. Hall, ein Gast, Arzt aus Liverpool, Golfspieler. Jeder, der hier reinkommt, interessiert sich für dieses Messer. Philip Cooper, ehemals Bankkaufmann, jetzt im Ruhestand lebend. Ein Liebhaber fernöstlicher Raritäten und walisischer Volkslieder. Das gleiche Lied, das den Secret Service vor ein Rätsel stellt. Hatte man hier doch einen vertraulichen Bericht über einen berühmten, vor Jahren verschwundenen Physiker erwartet, Richard Hamilton. Mildred Beatty war ihm auf der Spur gewesen. Aber das Tonband war in die Hand von Mary Jones geraten, die sich als Mildred Beatty ausgab und dann verschwand. Im Vorzimmer des Immobilienmaklers Clifford findet Jim Ellis sie wieder. Und in Cliffords Büro findet sich auch die erste heiße Spur. Sie führt nach Blackwood Cottage, einem einsam gelegenen Ferienhaus. Mildred Beatty hatte sich für dieses Haus interessiert. Und wieder taucht Mary Jones auf. Was suchen Sie hier, Mr. Ellis? Wer sind Sie, für wen arbeiten Sie? Was haben Sie mit Mildred Beatty zu tun? Mildred Beatty. 1, 2. Sie sehen, ich bin kein Amateur. Also noch einmal. 1. Gut, ich werde es Ihnen sagen. Ein Anruf für Mildred Beatty rettet Ellis das Leben. Ein Anruf für eine Tote. Jim Ellis ist verwundet, Mary Jones konnte fliehen. War Mary Jones in das Verbrechen verstrickt? Oder war sie nur das Werkzeug in der Hand eines anderen? Scheiß Kurve. Kennen Sie sie? Ja. Wo ist hier das nächste Telefon? Eine halbe Meile weiter steht eine Zelle. Rufen Sie die Polizei an, ich warte hier. Ja, natürlich.
Mr. Brook, wir brauchen Sie nicht mehr aufzuhalten, wenn Sie weiterfahren wollen. Ich wollte Ihnen das wegen machen dem wir schon. Arm da. Gut, dann. Sie haben dem Sergeant Ihre Personalien gegeben. Ja, dann alles Gute. Und nochmal vielen Dank. Also, Sir, Ihr Name ist Jim Ellis und Sie sind für das Beratungsbüro Industrieansiedlung tätig. Richtig. Mr. Brook hat ausgesagt, Sie wollten mit Ihrem Wagen wenden und sind dabei einen kleinen Abhang hinuntergestürzt und kamen mit dem Wagen nicht mehr raus. Stimmt. Und dabei haben Sie sich verletzt? Ja, an der Gangschaltung. Was, an der Gangschaltung? Der Knopf war ab und da bin ich etwas entlang. Es ist nur eine kleinere Wunde. Mr. Brook hat außerdem ausgesagt, Sie kennen die Tote. Ich habe ihm erzählt, dass ich sie schon einmal gesehen hatte. Sie heißt Mary Jones. Und wo haben Sie sie gesehen? Im Büro des Immobilienmaklers Clifford. Wann war das? Heute Mittag. Hat sie dort gearbeitet? Als Sekretärin. Mary Jones. Sie haben sie nur das eine Mal gesehen? Nur ganz kurz. Die Tatwaffe, Inspektor. Danke. Können Sie Chinesisch? Nein. Aber das heißt Tod dem Verräter. Ich habe das Messer schon mal gesehen. Wo? Im Ivanhoe Hotel, wo ich wohne. Mein Zimmernachbar hat es mir gezeigt. Wer war das? Ein gewisser Mr. Cooper. Er hat mir erzählt, dass ein Geschäftsfreund in Hongkong, wo er lange gelebt hat, es ihm als Souvenir gegeben hat. Kennen Sie Mr. Cooper? Ja, ich kenne ihn. Wir sind fertig, Sir. Danke, Sergeant. Ich lasse Sie jetzt ins Krankenhaus fahren. Vielleicht besser ins Hotel. Dort ist Dr. Hall, ein Arzt, der kann sich um diese Lappalie kümmern. Ich bringe Sie zum Wagen, Mr. Ellis. Tut's noch sehr weh? Nur wenn ich lache. Und wie haben Sie das zustande gebracht? Ich wollte den Wagen da wieder raus. Als ich den Wagen da wieder raus. Das war an der Gangschaltung. Ja, also wissen Sie mal, Praxis in Liverpool dürften Sie ja mit einer solchen Geschichte nicht kommen. Nein? Nein, da würde ich nämlich diagnostizieren. Da sind sich zwei in die Haare geraten und dabei ist zufällig ein Schuss losgegangen. Entschuldigung. Ihre Fantasie möchte ich haben, Doktor. Und wo ist denn das alles passiert? In der Nähe von Carriage Bend. Wo ist eigentlich Mr. Cooper? Den habe ich heute Abend noch gar nicht gesehen. Mr. Cooper ist nach Cardiff gefahren Danke heute sehr. Abend. Ins Konzert. Er müsste eigentlich jeden Moment zurück sein. Er wollte den 10-Uhr-Zug nehmen. Hat er Sie doch gestört mit seiner Musik? Nein, das nicht. Ich wollte ihn nur schon darauf vorbereiten, dass heute Abend vermutlich die Polizei ihm noch einen Besuch abstatten Du wird. lieber Himmel, geht das schon wieder los? Wir haben ihm doch alles gesagt, was wir wissen über Miss Belton. Es geht nicht um Miss Belton. Es ist schon wieder ein Mord passiert. Ja, wo denn? Um Gottes Willen. Oh, ich nehme an, dass... Selbstverständlich, Inspektor. Inspektor Bird möchte Sie sprechen, Mrs. Corey. Guten Abend. Heute Abend wollte Mr. Cooper doch nach Cardiff fahren. Heute Abend, ja. Oder was morgen? Nein, heute. Ich möchte ihn gern sprechen. Ja, er wird jeden Moment zurück sein. Wollen Sie warten, Inspektor? Ja, muss ich wohl. Bitte. Wie geht's damit? Dr. Hall hat mir gerade das Leben gerettet. Nicht wahr? Inspektor, es ist ein neuer Mord passiert, wenn wir gerade... Ja, heute Abend bei Carriage Bend.
Und wer? Eine junge Frau namens Mel Jones. Hat einer von Ihnen sie gekannt? Ist sie von hier? Nein, aber sie hat bei Mr. Clifford gearbeitet. Ah. Na ja, dann könnte ich sie natürlich irgendwann mal gesehen haben. Aber den Namen kenne ich nicht. Haben Sie oder Sie das Messer schon einmal gesehen? Ja. Nun ja, er hatte es ja deutlich genug an der Wand hängen. Wer? Mr. Cooper. Inspektor, Sie glauben doch nicht, dass Mr. Cooper... Ich glaube gar nichts, Mrs. Cobby, fürs Erste. Und das ist das Messer, mit dem... Ja, mit dem Messer wurde Mary Jones ermordet. Aber wenn er diese Mary Jones damit ermordet hat, dann hat er vielleicht auch Miss Miss Bateman... Corby. Und wohnt unter meinem Dach die ganze Zeit. Mrs. Sie Corby! müssen etwas unternehmen. Guten Abend allerseits. Hat doch tatsächlich zu regnen angefangen. Komisch. Hätte ich gar nicht gedacht heute. Na, und der Inspektor? Guten Abend, Mr. Cooper. Ja. Bekam kein Taxi am Bahnhof, musste zu Fuß laufen. Entschuldigung. Sie wollen doch nicht, dass wir die ganzen Geschichten noch mal hören? Nein, Mr. Cooper, es geht diesmal nicht um Miss Belton. Sondern? Kennen Sie zufällig eine Miss Mary Jones? Mary Jones, ja. Das ist doch eine Sekretärin in Cliffords Büro. Wie gut kennen Sie sie, Sir? Wie gut. Hab sie einmal gesehen. Vorige Woche war ich dort. Sie hat mir Unterlagen gegeben, weil ich mich für ein Cottage interessierte. Warum? Ist dir was zugestoßen? Sie wurde heute Abend ermordet. Und zwar mit diesem Messer hier. Kennen Sie es? Das ist ja ungeheuerlich. Das Messer gehört mir. Wann haben Sie es zuletzt in Händen gehabt, beziehungsweise gesehen? Wann? Ja, heute. Heute noch. Ja, ich habe es heute Mr. Ellis gezeigt. Ein Andenken aus Hongkong? Ja. Ein chinesischer Geschäftsfreund hat es mir geschenkt. Soll ein sehr kostbares Stück sein. Und auch sehr selten, nehme ich an. Ja, natürlich. Das heißt, Miss Belton hat mir erzählt... Ja, was war mit Miss Belton? Sie hat das Messer sehr bewundert und erzählte mir, dass sie ein ähnliches Exemplar in Hongkong besessen hätte. Aber nicht mehr besaß. Das weiß ich nicht. Ich nehme an, sie hat es wahrscheinlich in Hongkong zurückgelassen. Sie besaß ja eine Wohnung dort. Das haben Sie aber nie erwähnt bei unseren Gesprächen, Mr. Cooper. Ja, Sie haben mich nie danach gefragt. Entschuldigen Sie, Inspektor. Was haben Sie heute Abend getan, Mr. Cooper? Ich war in Cardiff im Konzert. Kann jemand diese Angaben bestätigen? Bestätigen? Was heißt hier bestätigen? Ich meine, ist jemand mit Ihnen gefahren? Nein, ich gehe immer allein ins Konzert. Aha. Ja, glauben Sie mir etwa nicht? Doch, schon. Aber von dem Messer hätten Sie mir wirklich erzählen sollen. Warum? Das ist doch vollkommen unwichtig. Genauso unwichtig wie die Tatsache, dass Dr. Hall Miss Belton zum Essen eingeladen hat, zum Beispiel. Entschuldigen Sie, ich habe nasse Füße. Darf ich mir wenigstens Hausschuhe anziehen? Bitte, natürlich. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wird Sergeant Blaine Sie begleiten. Und keine Fingerabdrücke auf dem Messer, Herr Inspektor? Leider nichts Brauchbares. Was ist denn Ihrer Meinung nach bei Carriage Bend wirklich passiert? Nach unseren bisherigen Feststellungen ist es immerhin nicht ausgeschlossen, dass Mary Jones erst erstochen und dann den Abhang hinuntergestürzt wurde. Nach dem Motto, doppelt genäht hält besser. Nun, wenn Sie es so formulieren wollen. Das Obduktionsergebnis steht noch aus. Vielleicht war sie auch nach dem Aufprall noch am Leben und der Mörder wollte sicher gehen und hat dann das Messer am Tatort zurückgelassen. Bemerkenswert kaltblütiger Mensch. Ja, das finde ich auch. Das sieht ihm doch gar nicht ähnlich. Von wem sprechen Sie? Na ja, und überhaupt. Wenn er heute Abend in Cardiff war im Konzert... Mrs. Corby. Der Mörder kann das Messer auch ganz einfach aus Mr. Coopers Zimmer gestohlen haben. Aber das müsste ja dann jemand sein, der hier wohnt. In meinem Haus. Ein Gast. Ein Gast hätte es zumindest leichter gehabt. Das ist richtig. Ihnen ist nicht zufällig etwas aufgefallen, Mrs. Corby? Nein, Nun ja, es kann schon sein. Ich war ja nicht die ganze Zeit im Haus. Heute Nachmittag habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht. Dann habe ich Abrechnung durchgesehen und dann kam auch schon Dr. Hall zurück. Und Hören Sie gut zu, Inspektor. Er kommt mein Alibi. Na ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann... Ja, dann bin ich in die Küche gegangen und Dr. Hall hat bis zum Abendessen vor dem Fernseher gesessen. Das müssen Sie zugeben, Inspektor, das ist doch ein bombensicheres Alibi für mich, nicht? Für Sie beide sozusagen. Vorausgesetzt, Sie sagen die Wahrheit. Beide.
Kennen Sie auch die Inschrift auf dem Messer, Mrs. Corby? Ja, ich glaube, das heißt Tod dem Verräter. Richtig. Und hier ist mein Messer. Guten Morgen, Mr. Clifford. Guten Morgen, Inspektor. Ich bin erledigt. Ich finde überhaupt nichts wieder. Tja, kein Wunder. Also, das ist ja eine entsetzliche Geschichte. Ich war wie vom Schlag getroffen, als Sie mich vorhin anriefen. Ich meine, ich habe mich schon gewundert, dass sie nicht kam, weil sie nämlich noch niemals unpünktlich gewesen war. Eine gute Sekretärin? Die beste, die ich je hatte. Wie lange war sie bei Ihnen? Moment mal, April, nicht ganz 2 Monate. Wo war sie vorher, wissen Sie das? Als sie sich bei mir um den Job bewarb, hat sie natürlich Referenzen mitgebracht, aber ich kann mich nach so langer Zeit nicht mehr an die Namen erinnern. Entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie sonst noch irgendwas über sie? Sie war nicht eines dieser Mädchen, die einem gefragt oder ungefragt alles zu erzählen pflegen. Gott sei Dank, von der Sorte hatte ich genug die letzten Jahre. Wie kam sie zu Ihnen? Meine frühere Sekretärin heiratet. Ich gab eine Anzeige in den Cardiff News auf und sie bewarb sich. Sie war aber nicht von hier? Na, das glaube ich nicht. Sie stammte aus London. Ich weiß nicht, ob sie dort geboren ist, aber jedenfalls verbrachte sie einen großen Teil ihrer Kindheit dort. Das entnahm ich zumindest einer ihrer Äußerungen. Wissen Sie sonst noch was über sie? Nein, ich bedauere. Aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, sie war nicht sehr gesprächig. Vielleicht gehen Sie mal zu Ihrer Zimmer, bitte, Mrs. Elliot. Also, jetzt habe ich hier... Bemühen Sie sich nicht. Ich war schon bei ihr. Sie weiß auch nichts Näheres, außer dass Miss Jones offensichtlich ab und zu nach London fuhr. Ja, das stimmt. Übers Wochenende. Und neulich hat sie sich zusätzlich 5 Tage freigenommen. Private Gründe, wie sie sagte. Und sagen Sie, wie war es mit Männern? Hatte sie Freunde? Hier nicht. Also jedenfalls, so viel ich weiß. Aber sie war doch wohl ein sehr attraktives Mädchen. Ja, das kann man sagen. Aber wie gesagt, hier im Büro keine Briefe, keine Telefonanrufe, nie eine Andeutung. Was sie gestern Abend vorhatte, davon hatte sie wohl auch nichts gesagt. Nein, sie ging kurz nach 5 weg. Wie üblich. Aha. Tja. Vielen Dank, Mr. Clifford. Auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Schade, dass ich so unergiebig für Sie bin. Ach, noch etwas. Sie stehen doch mit einem gewissen Mr. Ellis in Geschäftsverbindung. Ja, er sieht sich hier nach Industriebaugelände um. Ganz lohnende Sache für Sie vielleicht, ne? Ja, wenn ich ihm verschaffen kann, was er sucht. Was wollen Sie denn von Mr. Ellis? Ich komme nur auf ihn, weil er es war, der gestern Mary Jones gefunden hat. Ja, dann nochmals vielen Dank. Noch eine Frage. Wo waren Sie gestern Abend, Mr. Clifford? Ich? Ich war in Siegert. Zufällig jemand getroffen, der es bezeugen könnte? Nein. Ich habe mir Grundstücke angesehen. Schade. Wieso? Weil es gut wäre, wenn Sie ein Alibi hätten, Mr. Clifford. Morgen. Morgen, Mr. Ellis. Ja. Was macht Ihr Arm? Ist noch dran. Freut mich. Steht noch nichts drin. Wahrscheinlich erst in der Abendausgabe. Ja, sicher. Sie kommen aber auch spät zum Frühstück. Ist ja verständlich nach den Ereignissen von gestern. Ich war um 3 Uhr noch wach. Kann mir vorstellen. Nach all dem Theater mit Ihrem Messer.
Sie ahnen ja nicht, wie erlöslich war, als ich es an seinem alten Platz fand. Wer hat eigentlich außer Ihnen und Dr. Hall damals hier im Hotel... Guten Morgen, Mrs. Corby. Damals hier im Hotel gewohnt, als der erste Mord passierte? Eine Menge Leute. Da geht's ja dauernd ein und aus. Tja, arme Miss Belton, das ist ein Jammer. War irgendjemand darunter, mit dem Sie Bekanntschaft geschlossen hat? Eigentlich nicht, ausgenommen mit mir, wenn ich mir schmeicheln darf. Sie war sonst sehr zurückhaltend. Naja, sie scheint es überhaupt mit den älteren Herren gehabt zu haben. Oh, das tut mir leid, Mrs. Corby. Ich nehme nur Tee. Oh, denken Sie nur an Mr. Higgins. Wer war das denn? Eine Zufallsbekanntschaft, Mr. Ellis. Die Frauen sind heutzutage nicht mehr so wie früher. So. Mr. Higgins? Ja, ein Amerikaner. Er war zur Erholung hier und wohnt im Blackwood Cottage. Miss Belton muss ihn dort wohl kennengelernt haben, weil sie sich auch für das Cottage interessierte. Haben Sie ihn auch gekannt, Mr. Cooper? Nicht persönlich. Aber natürlich müssen Sie ihn gekannt haben, Mr. Cooper. Miss Belton hat ihn doch an jenem Abend mitgebracht, kurz bevor er wieder abreiste. Er ist mir vorgestellt worden, ja. Das heißt noch lange nicht, dass ich ihn gut gekannt habe. Inspektor Bird hat ihn übrigens ausgequetscht, genau wie uns alle anderen auch. Und ihn dann gehen lassen. Also kann er nicht viel gefunden haben. Wohin ist dieser Mr. Higgins dann von hier aus gefahren? Er wollte, glaube ich, noch 1, 2 Tage in London verbringen und dann in die Staaten zurückfliegen. Guten Morgen, alles. Danke sehr. Guten Morgen. Dr. Hall, ich bin gleich. Was war das für ein Mann? Oh, er sah recht gut aus. Groß, schmal, nervös. Sicher kein Geschäftsmann, Anfang 60 sowas. Und wann ist er abgereist? Wohl unmittelbar nach der polizeilichen Vernehmung, denke ich. Ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Nun ja, vielleicht war seine Beziehung zu Miss Belton doch enger als Ich glaube, ich habe einen grauenhaft verdorbenen Magen. Darf ich mein Glas warme Milch bitten? Es tut mir leid, Dr. Hall, sofort. Aber wenn er dieses Messer von Miss Belton bekommen hätte, dann hätte er es ja wohl mitgenommen. Ich sehe schon, worauf Sie hinaus wollen, Mr. Ellis. Aber da sind Sie auf dem Holzweg. Mr. Higgins war ein Gentleman. Der Mechaniker hat Ihren Wagen gebracht, Mr. Mhm. Sehr gut, danke, John. Bitte. Guten Morgen, Dr. Hall. Wiedersehen. Wiedersehen. Aus Ihrer Handtasche, sagen Sie? Ja. Aus Cardiff. An Mary Jones, Tensai Hotel Hongkong, treffe Sie Shanghai, 25. Batman. Komisch. Wie wollte sie denn nach Shanghai kommen? Lassen Sie diesen Batman überprüfen. Vielleicht gibt's den wirklich. Sagen Sie mal, Blackwood Cottage, was gab es da noch? Einen Anruf. Ja? Die Eintragung in Mildred Beattys Notizbuch, BC 6 Uhr, bezog sich offenbar auf einen Anruf, den sie dort erwartete. BC Blackwood Cottage. Als ich da war, meldete sich das Fernamt mit einer Voranmeldung für Miss Mildred Beatty und das war um 6 Uhr. Eine Voranmeldung für Mildred Beatty? Ja, dann hat der Anrufer offenbar nicht gewusst, dass sie bereits seit über 2 Wochen tot ist. Unwahrscheinlich. Vermutlich hat man ihren Namen als Parole benutzt. Ja, verstehe. Wenn 2 Wochen nach ihrem Tod sich jemand am Telefon mit Mildred Beatty meldet, dann weiß der Anrufer, dass er an der richtigen Adresse ist. Sozusagen bei der Nachlassverwaltung. Ja, ganz offenbar hat sich Mildred Beatty bestimmte Anrufe ins Blackwood Cottage bestellt. Das erklärt ja auch ihre häufigen Besuche dort. Ja, und Mary Jones hat gestern Abend versucht, ihr Erbe anzutreten. Sie haben einen grässlichen Humor, Alice. Ich nicht, der Mörder. Und dann Green, da ist noch etwas. Das Blackwood Cottage war zu Lebzeiten von Mildred Beatty bewohnt, von einem Amerikaner namens Higgins. Aha. Ungefähr Anfang 60, etwas nervös, kultiviert. Mildred Beatty soll sich mit ihm angefreundet haben. Kurz nach ihrem Tod ist er abgereist. Wohin? Vermutlich über London in die Staaten zurück. Die Polizei hatte offenbar keine Einwände. Mildred Beatty konnte sich nicht mehr dazu äußern.
Na, es wird mir auch klar, warum die Beatty so häufig ins Blackwood Cottage kam. Sie interessierte sich nicht für das Haus, sondern für seinen Bewohner. Vielleicht hat sie auch mit ihm zusammengearbeitet. Oder sie hat ihn beschattet. Ich sehe jedenfalls mit Genugtuung, dass Sie über den Mord an Mary Jones den an Mildred Beatty nicht vergessen. Wenn meine Vergesslichkeit ihre einzige Sorge ist, kann ihre Genugtuung ruhig schlafen. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Jim Ellis, ist Mr. Clifford zu sprechen? Oh, er hat leider Besuch. Sind Sie angemeldet? Nein, aber vielleicht könnten Sie es trotzdem mal versuchen. Hm? Entschuldigung, Mr. Clifford. Mr. Ellis. Ich danke Ihnen für den Besuch, Miss Andrew. Ich bedauere nur, dass ich Ihnen nicht mehr sagen konnte. Aber ich bitte Sie, Mr. Clifford, Sie waren doch sehr hilfreich. Guten Tag. Oh, guten Tag. Oh, Mr. Ellis, Sie kennen sich bereit? Allerdings. Wenn auch inoffiziell. Ihr Fahrstil ist recht eigenwillig. Danke für das Kompliment. Ich heiße Julie Andrew. Jim Ellis. Ich war übrigens immer so. Aha. Wiederschauen, Mr. Clifford. Wiedersehen. Auf Wiederschauen, Mr. Ellis. Wiedersehen. Sehr charmant, aber ein bisschen hartnäckig. Was wollte sie denn? Ach, sie ist Journalistin. Sie war schon damals wegen der Belton-Affäre hier. Aber kaum läuft der neue Mord über die Fernschreiber, schon ist sie wieder hier. Fast schneller als die Polizei. Das muss ja ziemlich scheußlich für Sie gewesen sein gestern Abend. Allerdings. Tja, Inspektor Bird war heute Morgen hier. Liest man solche Sachen in der Zeitung, wenn es einem selbst passiert, sozusagen in den eigenen vier Wänden. Da ganz erstaunlich, dass gerade Sie gefunden haben. Ich hatte mir Dawsons Land angesehen und war auf dem Rückweg. Wie finden Sie es? Nicht schlecht. Da lässt sich was draus machen. Bevor wir natürlich weiter verhandeln, müsste ich jetzt erst mal abklären, ob Mr. Dawson das Land verkauft. Und dann ist mir dann noch eine Möglichkeit eingefallen, wahrscheinlich sogar die bessere. Ich könnte Ihnen die Unterlagen übermorgen ins Ivanhoe rüberschicken. Sehr schön. Hat Ihnen Inspektor Bird eigentlich erzählt, wie Mary Jones umgebracht worden ist? Tja, scheußlich. Also wenn Sie mich fragen, das ist ein Irrer. Nicht wahr? Und genau der, der Miss Belton umgebracht hat. Der Verdacht liegt nahe. Entschuldigen Sie mich bitte. Lassen Sie sich nicht stören. Wiedersehen, Mr. Clifford.
Morgen. Morgen. Was soll's denn sein? Einen Tee, bitte. Was dazu? Nein, danke. Landurlaub, hm? Stadturlaub. Ah. Ja. Zucker? Danke, nein. Ja. Sind wohl nicht von hier, ich meine, von Cardiff. Nein. Das Hotel hier soll zum Verkauf stehen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das stimmt. Warum? Interessiert Sie es? Und dann könnten Sie mir vielleicht behilflich sein. Es kommt ganz darauf an. Ne? Ich suche einen Mr. Batman. Ja. Wer sind Sie? So unwichtig. Oder sagen wir besser, ich bin ein Freund von Mary Jones. Zehn Minuten ist er hier. Sehr freundlich. Dankeschön. Ne? Oh, Entschuldigung. Hoffentlich haben Sie nichts abgekriegt. Nichts passiert. Bring sofort einen neuen. Bei den Scheinen darf man nichts vergessen, ne? So. Entschuldigen Sie nochmal. Macht nichts. Entschuldigen Sie, aber ich habe noch etwas zu erledigen. Haben Sie noch mal eine Sekunde, bitte? Ja? Na? Was ist denn? Austrinken. Was? Den Tee. Warum? Austrinken. Wer ist Batman? Ja, er ist der Besitzer. Ihm gehört alles hier. Was noch? Einzelheiten. Ihm gehört Was? alles. Was gehört ihm? Was macht er? Er macht Geschäfte. Was für Geschäfte? Große. Sagen Sie ihm, ich bin ein Kunde. Smith?
los? Hey, wach auf. Was ist passiert? Was ist passiert? Hat mir die Hand kaputt gemacht. Wer? Ich muss gesehen haben, wie ich das Zeug in die Tasse geschüttet habe. Interessiert mich nicht. Wer es war, will ich wissen. Weiß nicht. Nie gesehen. Wie sah er aus? Blond, grauer Anzug, ein blaues Hemd. Idiot. Hallo, Mr. Ellis. Ich glaube, das dürfte ein sehr eindrucksvolles Foto werden. Könnten Sie mir mal erklären? Das ist eine Autofalle und Sie sind prompt reingegangen. Woher wussten Sie das? Ich habe Sie kommen sehen. Müssen Sie aber sehr gute Augen haben. Ich würde eher sagen, ein scharfes Fernglas. Ich glaube, das dürfte jetzt fertig sein. Oh ja. Ganz entzückend. Und damit können Sie mich natürlich erpressen. Mhm. Genau das will ich auch. Ich tausche es gegen ein Gespräch mit Ihnen. Sie haben mich in der Hand. Ich bin zwar Journalistin, aber Sie brauchen keine Angst zu haben, dass ich Sie in einem Sensationsartikel verbrate. Ich bin keine Kriminalberichterstatterin. Ich schreibe da seriösere Sachen. Nee, meine Zeitung hat mich hierher geschickt, damit ich mir den Fall Mary Jones einmal genauer ansehe. Ich war nämlich vor ein paar Wochen hier und habe damals über den Mord an Elaine Belton berichtet. Hatte ich allerdings auch meine besonderen Gründe. Ich kannte sie nämlich ganz gut. Ah ja? Wir wohnten zusammen im gleichen Hotel zur gleichen Zeit. Und für mich steht eigentlich ziemlich fest, dass diese beiden Morde zusammen eine Verbindung haben. Ja, das ist an sich zu vermuten in so einer kleinen Stadt wie Naja, so einfach ist es. Ich denke an die gemeinsamen Faktoren der beiden Dinge. Weil es sich um zwei weibliche Opfer gehandelt hat. Sagen Sie mal, tun Sie eigentlich so oder sind Sie so beschränkt? Ich meine, tiefer liegende, kriminalistische Gründe. Und was wäre das tiefer liegende kriminalistische? Blackwood Cottage. Blackwood Cottage. Davon habe ich gehört. Dieser Immobilienmakler, Mr. Clifford. Ja, eben. Und Elaine Belton hat sich für Blackwood Cottage interessiert. Und Ja. da es ein Objekt von Mr. Clifford ist und da Mary Jones dort beschäftigt war, ist doch ein gewisser Zusammenhang da, oder nicht? Ja. Ja, und sonst noch ein Faktor? Lassen Sie mal, wer fragt hier eigentlich wen aus? Ich habe doch eigentlich Sie interviewen wollen. Ja, Bleiben Sie mal bitte stehen. lassen Sie das mit dem Fotografieren sein. Ich weiß von dieser Sie Sache mal wirklich herzlich wenig, weil ich bin aus ganz anderen Gründen. Was machen Sie denn? Für wen arbeiten Sie? Ich arbeite für das Beratungsbüro Industrieansiedlung, weil unter Aha. Umständen in Wales die Industriekapazität Aha, noch ich verstehe, ausgenutzt ja. wird. Sagen Sie mal, diese Miss Elaine... Elaine Belton? Elaine Belton, was war das für eine Frau? Es war eine sehr interessante Frau, fand ich. Aha. Hat lange in Asien gelebt, kannte sich sehr gut dort aus. Also, waren Sie hier, als der Mord passierte? Nein, ich bin ein paar Tage vorher nach London zurückgefahren.
Aber als die Redaktion dann herausfand, dass ich sie gekannt habe, da schickten sie mich zur Berichterstattung und zur Recherche wieder hierher zurück. Haben Sie mal ein Foto von Blackwood Cottage gemacht? Was sollte ich denn damit? Das war doch damals noch kein Hauptfaktor. Das war doch ein lebloses Ding für mich. Leblos? Man hat mir erzählt, da hätte ein älterer Herr gewohnt. Sie meinen Mr. Higgins? Richtig, Mr. Higgins. Der hat dort da gewohnt. Ja, aber der war ziemlich harmlos. Ja? Er hatte erstens mal ein festes Alibi und zweitens mal ist er gleich danach abgefahren. Also wenn ich Sie mal bitten darf, unterbrechen Sie mich nicht gleich wieder, wenn ich mich um Ihre... Tue ich das immer? Ja, mich da einmische in Ihre kriminalistisch-journalistischen Fähigkeiten. Aber warum machen Sie nicht was aus dem Higgins? Bauen Sie den Jungen noch ein bisschen auf. Ich meine, sagen Sie einfach allen Leuten, Sie hätten ein Foto noch von Higgins, natürlich vor Blackwood Cottage. Schon haben Sie Ihren Faktor. Also ich weiß nicht. Als Landvermesser oder was immer Sie sein mögen, haben Sie ja sicher Fähigkeiten. Aber als Detektiv weiß ich nicht so recht. Also ich weiß nicht. Die Geschichte von diesem Ellis gefällt mir nicht. Behauptet, er hätte sich den Arm an der Gangschaltung verletzt. Scheint aber zu stimmen. Wir haben etwas Blut von ihm am Ganghebel gefunden. Und wo haben Sie ihn abgeschleppt? Im Waldweg nicht weit von Blackwood Cottage. Ja, das würde übereinstimmen mit der Aussage von diesem LKW-Fahrer. Ja, das sagte er, war ziemlich verstört, als er die Leiche gefunden hat. Was heißt das schon? Ein Mord begehen, zurückkehren, sich einen Zeugen suchen und verstört die Leiche entdecken. Ist auf jeden Fall intelligenter, als einen Mord zu begehen und die Flucht zu ergreifen. Und dumm ist der, den wir suchen, bestimmt nicht. Erst Elaine Belton und jetzt Mary Jones. Nicht die Spur von einer Spur. Naja, vielleicht bringen uns die Fingerabdrücke an Mary Jones' Wagen etwas weiter. Alice haben Sie verständigt? Ja, der müsste eigentlich schon hier sein. Oh, wissen Sie übrigens, dass unsere vielgeliebte Reporterin Julie Andrew wieder im Lande ist? Ach du meine Güte, die hat mir noch gefehlt. Sie wohnt im Ivanhoe Hotel wie unser Freund Alice. Der Ärmste. Diese Quasseltante ist wirklich eine harte Strafe. Sir, Mr. Ellis ist da. Na fein, holen Sie ihn rein. Haben Sie seine Fingerabdrücke genommen? Habe ich. Sie gehen sofort zum Labor. Okay. Blaine, ja. Lassen Sie die Fingerabdrücke von Alice sofort mit denen am Wagen von Mary Jones vergleichen. Ja, das mache ich so. Morgen. Morgen, Inspektor. Guten Tag, Mr. Ellis. Tut mir leid, ich kann Ihnen leider meine Hand nicht geben, denn Ihre Beamten haben sich erfolgreich mit meinen Fingerspitzen amüsiert. Ja, das ist immer so bei Polizei. Bitte, nehmen Sie Platz. Sie heißen Jim Ellis, wohnhaft London, zurzeit Hotel Ivanhoe, Melon Forest. Ist das ein Verhör? Nur mal sehen. Sie sind beim Beratungsbüro Industrieansiedlung beschäftigt. Wenn ich Ihnen meine Karte... Bei Ihrer Tätigkeit kommt man ziemlich viel rum, was? Bei Ihrer nicht? Sie waren also in der Mordnacht am Tatort. Ich war am Tatort, aber erst nachdem der Mord geschehen Ja, war. ja, habe ich was anderes gesagt? Nein, das haben Sie nicht. Ich habe doch ausdrücklich gebeten... Was? Wer? Oh. Sind Sie sicher? Ja, ich übernehme. Inspektor Bird. Guten Morgen, Sir. Danke, Sir. Ja, wir sind gerade dabei, Sir. Ich verstehe nicht ganz, Sir. Ja, gewiss, Sir. Ich verstehe. Aber selbstverständlich. Auf Wiederhören, Sir. Inspektor, ich habe die Fingerabdrücke Die können Sie in den Ofen schieben. Wir brauchen sie nicht mehr, diese Fingerabdrücke. Wie bitte? Entschuldigen Sie, Blaine. Entschuldigen Sie ebenfalls, Mr. Ellis. Alles in Ordnung. Ich habe Sie herbitten lassen, Mr. Ellis, um Ihnen noch einige Fragen zu stellen und Ihre Fingerabdrücke zu nehmen. Die Sie jetzt in den Ofen schieben wollen? Ja, es tut mir leid, aber ich wusste noch nicht Bescheid über die Zusammenhänge. Das war klar. Am Telefon eben, das war der Chefkommissar. Er hat mich angewiesen, Ihnen in jeder Weise behilflich zu sein. Ich weiß. Er hat mich angewiesen, Ihnen keinerlei Fragen zu stellen. Er hat mich drittens angewiesen, jede Ihrer Fragen zu beantworten. Somit läuft der Hase jetzt andersrum. Also, schießen Sie los. Dann möchte ich Sie zunächst einmal bitten, alles über diesen Mann,
in Erfahrung zu bringen. Wer soll das sein? Ein gewisser Batman. Vorname Frank, offensichtlich ein einflussreicher Herr in Tiger Bay. Mhm. Batman. Mhm. Die Wagennummer habe ich Ihnen auf der Rückseite des Fotos, nein, auf dem anderen Foto notiert. EYN? EJ? Nein, EYN 211J. J. Irgendwie gehört der Mann dazu. Zum Fall Mary Jones, meinen Sie? Zu Mary Jones und Elaine Belton. Ah, Sie glauben also auch, dass die beiden Fälle zusammenhängen? Absolut. Mhm. Und lieber Bird, ich hätte jetzt ein paar Fragen. Darf ich? Bitte. Als der Mord an Elaine Belton geschah, ich war ja damals noch nicht hier, wohnte in Marion Forest ein älterer Herr namens Higgins. Ja, das stimmt, der Amerikaner. Er hatte sich ein Cottage gemietet, Blackwood Cottage. Er gehört auch zu denen, die wir ausführlich verhört haben, weil er Elaine Belton kannte. Hat er Elaine Belton schon gekannt, bevor er hierher gekommen ist? Er behauptete nein. Er habe sie hier zum ersten Mal getroffen, weil sie das Cottage kaufen wollte. Sie kam, Moment mal, 2 Tage nach ihm an, ja. 2 Tage. 2 Tage nach ihm. Wissen Sie genau, wann dieser Higgins abgereist ist und wohin? Ja, das war... Also, genau genommen wissen wir das nicht. Wir haben ihn am Tag nach dem Mord verhört. Abends rief er dann an und fragte, ob er abreisen durfte. Er hatte ein einwandfreies Alibi. Ich glaube, er wollte über London in die Staaten zurückfliegen. Haben Sie das überprüft? Nein, dazu gab es keinen Grund. Wenn ich Sie bitten würde, das nachzuholen. Selbstverständlich. Aber darf ich fragen, warum? Nein. Mhm. Ja. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt, Sir. Ich hab's nicht. Nein, ich hab's nicht gesehen. Erkundigen dürfen, oder? Ich öffne keine Schubladen der Gäste. Ich schnüffle nicht herum. Das habe ich ja auch gar nicht unterstellen wollen. Naja, warum fragen Sie dann immer zu? Ich hoffe, Sie hätten es vielleicht irgendwo gesehen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass hier Seit 8,5 Jahren, Sir, arbeite ich hier. Noch nie hat ein Gast meine Ehrlichkeit in Zweifel gezogen. Das habe ich auch noch nie behauptet. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, Sir, die 8,5 Jahre hier haben mich auch gelehrt, dass Unehrenhaftigkeiten, die immer wieder dem Personal in die Schuhe geschoben werden, in Wirklichkeit gar nicht so selten von den Gästen ausgegangen sind. Was soll das heißen? Was wollen Sie damit andeuten? Verzeihung, Sir, ich wollte nichts andeuten, sondern nur eine allgemeine Lebenserfahrung ausdrücken. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich habe sehr wohl verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Ich werde mich bei Mrs. Corby beschweren. Tun Sie das, Sir? Ich weiß, was ich weiß. Also, wenn Sie mich fragen, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Auch wieder im Land, Miss Andrew? Hallo, Mr. Cooper. Wenigstens ein reizender Anblick in dieser trostlosen Welt. Warum denn trostlos? Ich finde es eigentlich sehr interessant. Ich hier. habe Miss Andrew gerade von dieser grässlichen Geschichte erzählt. Naja, glücklicherweise betrifft sie uns diesmal ja nicht direkt. Ihr letztes Foto von mir war ja nicht besonders schmeichelhaft. Sag doch mal einer Frau in sein Alter. Kommen Sie mal gleich ein besseres von Nein, nein, so eilig ist das ja nicht. Na gut, ein andermal. Ciao. Ciao. Mr. Cooper? Sagen Sie, Mr. Cooper, haben Sie vielleicht zufällig Dr. Hall gesehen? Nein, warum? Es hat schon zweimal aus Liverpool angerufen. Ich hatte den Eindruck, dass es dringend ist. Haben Sie im Golfclub nachgefragt? Nein. Ja, John hat schon überall herumtelefoniert, aber da ist er auch nicht. Nicht auf dem Golfplatz? Das finde ich allerdings beunruhigend. Mr. Cooper? Ja? Was bedeutet Gwenedine? Warum fragen Sie? Bitte sagen Sie mir, Mr. Cooper, wer ist Gwenedine? Wer? Gwenedine ist ein altes Waliser Volkslied, Mrs. Corby. Das müssten Sie doch am besten wissen. Dr. Hall, da waren 2 Anrufe für Sie. Wo haben Sie denn gesteckt? Ich habe Bekannte getroffen, die zu dem Platz in 20 fuhren. Den habe ich mich angeschlossen. Ohne Ihre Golfschläger? Die habe ich mir dort ausgeliehen. Sagen Sie, 2 Anrufe? Ja, aus Liverpool. Mrs. Corby hat Sie überall gesucht. So, tut mir leid. Ja, danke einstweilen. Wir sehen uns dann nachher beim Essen. Hallo, Dr. Hall. Mr. Cooper, bleiben Sie doch mal genauso stehen. Fabelhaft. Großartig. So. Können nicht weggehen, Dr. Hall. Sie sind viel seriöser, wenn Sie stehen bleiben. Passen Sie auf. Fabelhaft. Mal lachen, bitte.
So, noch einmal? Ja, fabelhaft. Großartig. Ich habe mich übrigens gestern mit Alice unterhalten. Über diesen Amerikaner da, diesen Higgins. Und dabei ist mir eingefallen, dass ich noch einen Film hier in der Kamera habe. Ich habe ihn damals nicht entwickeln lassen, weil Landschaften und sowas nur drauf waren. Aber es müsste eigentlich noch ein Foto von ihm drauf sein, von Higgins. So. Na, großartig. Wollen Sie noch mal? Nein, das wäre ja ungalant. Aber ein ganzer nein. Film voll alter Männer. Schreckliche Vorstellung. Sie gestatten? Können Sie denn damit umgehen? Aber ja. Oh, Moment. Hoppla. So, müssen da drauf drücken. Ja. Hier und so aufziehen. Bitte. Bitte. Dankeschön. 2 Anrufe aus Liverpool. Ja, ich weiß, alle Welt weiß es. Es fällt dir ein, jedem Mal mitzuteilen, woher ich meine Anrufe bekomme. Aber ich wollte doch nur, was ist denn dann? Ich hab dir doch, weiß Gott, oft genug gesagt, dass du dich nicht in mein Privatleben mischen sollst. Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nicht direkt, nur dass du zurückrufen sollst. Es ginge um Gwendoline, hat er gesagt. Gwendoline? Ach ja, das ist eine frühere Patientin von mir. Ne? Hast du diesen Namen zufällig auch unter die Leute gebracht? Natürlich nicht, aber was wäre Na, gewesen, nichts, entschuldige. Was machen Sie denn hier? Haben Sie etwa... Ich bin auf dem Weg in die Küche, Sir. Hat sie gesagt, Mrs. Corby, nochmals herzlichen Dank. Ach, John, nehmen Sie doch bitte gleich die alten Blumen mit in die Küche, ja? Ja, Mrs. Corby. Na sehen Sie, so ist es. Sie suchen Grundstücke und ich suche die Wahrheit. So hat jeder sein Spezialgebiet. Übrigens, Ihre unqualifizierte Idee hat mich einen ganzen Film gekostet. Hören Sie mir überhaupt zu? Hm? Oh, immer. Sind Sie müde? Immer. Na, fabelhaft. Das wird ja ein toller Abend. Hallo, wer ist denn da? Mein Freund, Inspektor Bird. Nein. Setzen Sie sich zu uns, kommen Sie. Wenn wir beide allein sind, langweilen wir uns sowieso. Aha. Ach so. Ich soll Sie allein lassen, bitte sehr. Aber natürlich. Aber nicht doch. Nee, schon verstanden. Schon verstanden. Gute Nacht und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, hoffentlich nicht. Redet mir zu viel. Ihr Mr. Batman, ich habe die Informationen, die Sie wollten. Sehr gut. Ja, so schwierig war es gar nicht. Die Kriminalpolizei in Cardiff hat ihn schon länger im Auge. Sie können ihm nur nichts nachweisen. Was wollte er ihm denn nachweisen? Im Tiger Bay Viertel in Cardiff können Sie es aussuchen. Es gibt nichts, was es dort nicht gäbe. Aber Sie vermuten in seinem Fall, dass er in Schmuggel verwickelt ist. Das ist dort die profitreichste Betätigung. Und Mr. Batman ist sehr wohlhabend. Großes Haus in einer Villengegend, 2 Riesenschlitten. Im Tiger Bay hat er ein Hotel, das Shanghai. Hotel? Im Übrigen firmiert als Exportkaufmann. Reist viel. Wohin? Hauptsächlich auf dem Kontinent, gelegentlich auf Ferner Osten. Ja, das wär's in Kurzfassung. Das ist ausgezeichnet. Danke. Was ist denn da los? Kurzschluss. Kurzschluss? Was passiert, John? Oh, der Strom ist weg, die Sicherung vielleicht. Ich will mal nachsehen. Na, Verhör beendet? Ich will noch rasch Mrs. Corby begrüßen. Vielen Dank, Mr. Ellis, Sie haben mir sehr geholfen. Nicht zu danken. Schönen Abend allerseits. Haben Sie gehört? Einen schönen Abend hat er uns gewünscht. Dann könnten wir ihn am besten mit einem Spaziergang beginnen. Da habe ich aber schon ausgefallene Anträge bekommen. Abwarten. Mrs. Corby? Hallo, Mrs. Corby? Hört doch auf mit dem albernen Getue. Aber liebe Mrs. Corby, so beruhigen Sie sich doch. Ich bin es. Es tut mir leid. Ah, Inspektor, gut, dass Sie kommen. Mrs. Corby ist offenbar etwas schreckhaft. Was war denn los? Nichts, ich
Es war nur, ich wollte die Fenster zum Garten schließen, weil man kann doch nie wissen, nicht? Und plötzlich... Ja, plötzlich stehe ich vor der Tür. Ich war nur für einen Moment an die frische Luft gegangen und hörte, wie sie die Fenster schloss. Und da wollte ich schnell, bevor auch die Tür... Man kann doch nie wissen. Und Ich wollte Sie nur begrüßen, Mrs. Corby. Ich war beim Alice unten. Es hätte ja sein können. Das ist wirklich ein komischer Vogel. Manche Leute haben natürlich... Au! Was ist denn das? Es war genau rein ins Schlimme. Oh, Entschuldigung. Na, das ist ein fabelhafter Spaziergang. Hol lieber meinen Wagen, den wir noch irgendwo rausfahren? Mit Ihnen am Steuer. Da haben Sie Angst. Ich bin vom Beruf ängstlich. Was ist denn das? Bleiben Sie einen Augenblick hier. John. Was ist los? Es ist Corey. Ja. Es ist in Gefahr. Sie haben den Hauptschalter wahrscheinlich angefasst, als Sie den Strom wieder eingeschaltet Ich habe haben. meinen Ellbogen benutzt. Sehr besonderes Verhalten für einen polizeilichen Laien. Dr. Hall? Ja. Ich fürchte, Sie schulden mir nun doch eine Erklärung. Na, die haben Sie doch bereits. Ich habe im Moment frische Luft geschnappt. Das ist alles, und den Rest kennen Sie ja. Was würden Sie als einen Moment bezeichnen? Oh, 2, 3 Minuten, nicht länger. Und dann sahen Sie, wie Mrs. Corby die Glastür schloss. Na, ich höre so etwas. Sehen konnte ich es in der Dunkelheit ja nicht. Dann sind Sie trotzdem gegen die Glasscheibe gestoßen. Sie müssen es ziemlich eilig gehabt haben. Na, ich dachte, die Tür sei noch offen. Obwohl Sie doch gehört hatten, wie sie geschlossen wurde. Ich hatte das Schließen der Fenster gehört. Ich habe das nicht so genau identifiziert. Mrs. Corby, wo befanden Sie sich genau, als Dr. Hall gegen die Tür rannte? Ja, ich war gerade fertig, glaube ich. Ich wollte gerade gehen. Aber liebe Mrs. Corby, Sie haben mir die Tür doch sozusagen vor der Nase zugeschlagen. Wenn Sie das Feuer vielleicht mir überlassen würden, Dr. Hall. Also, Mrs. Corby, überlegen Sie genau, das kann sehr wichtig sein. Also ich weiß wirklich nicht. Ich will es präzisieren. Konnte Dr. Hall Sie noch an der Veranda sehen oder hören? Oder musste er annehmen, dass die Tür noch offen ist, wie sie es ja eine Viertelstunde vorher war? Dr. Hall sagt doch selbst, ich kann mich nicht erinnern. Das ist einfach zu viel für mich. Hallo? Nein, das geht jetzt nicht. Ja, danke. Wo waren Sie eigentlich, als das Licht ausging, Miss Amber? In der Lounge. Waren Sie allein? Ja, das heißt, Mrs. Corby kam kurz zu mir, um mich zu fragen, wie lange ich noch hier bleiben würde. Und, was haben Sie gesagt? Das hinge von den Ereignissen ab. Die sind ja nicht ungünstig für eine Journalistin. Hier gibt's allerhand zu schnüffeln. Für die Polizei doch auch. Oder sind Sie so unzufrieden, Mr. Bird? Danke. Wer könnte Ihrer Meinung nach einen Grund gehabt haben, John Miller umzubringen? Mrs. Corby. Mein Gott, John. Der war der harmloseste Mensch. Aber er wusste wohl viel, was? Was kann er damit gemeint haben? Mrs. Corby ist in Gefahr. Was weiß ich? Hier ist doch jeder in Gefahr. Nach allem, was in den letzten Wochen hier passiert ist. Bevor Sie Dr. Hall ausgesperrt haben, wo waren Sie da eigentlich? In der Küche. Ich habe überall nach Kerzen gesucht. Und Sie waren überhaupt nicht draußen zufällig? Du lieber Himmel, Sie werden jetzt doch nicht auch noch Mrs. Corby verdächtigen wollen. Hier ist ein Mord passiert, verdammt nochmal. Der dritte in kurzer Zeit. Und Sie behaupten, während des Stromausfalls in Ihrem Zimmer gewesen zu sein. Ich war in meinem Zimmer. Sie behaupten außerdem, Ihr Messer sei Ihnen gestohlen worden. Es ist mir gestohlen worden. So, wann denn? Aber wann, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war es heute Morgen nicht mehr da. Wäre es nicht besser gewesen, diesen Verlust sofort zu melden? Ich habe ihn sofort gemeldet. Wem denn? Ich habe es John Miller gesagt. Ein sehr praktischer Zeuge, so ein Toter. Finden Sie nicht auch, Mr. Cooper? Ich sage nur die Wahrheit, Inspektor. Wahrscheinlich ist er auch der Einzige, der bezeugen könnte, dass Sie in Ihrem Zimmer waren. Nein. Nein? Ich habe gesehen, wie Mr. Cooper kurz vor diesem Stromausfall die Treppe hinaufgegangen ist. Ich danke Ihnen. Sie waren alle sehr hilfreich. Halten Sie sich bitte zu meiner Verfügung. Alle. Guten Abend. Guten Abend.
Jim Ellis hier. Hallo, Mr. Ellis. Wer spricht? Mein Name ist Batman. Ah ja. Was kann ich für Sie tun, Mr. Batman? Da Sie sich für mich zu interessieren scheinen, Mr. Ellis, dachte ich, wir könnten uns ja vielleicht einmal verabreden. Was bringt Sie auf den Gedanken, dass ich mich für Sie interessieren könnte? Sie waren doch gestern in meinem Hotel, in Cardiff, und haben nach mir gefragt, oder? Ja, das stimmt, ja. Ich sehe mich zurzeit nach einem Objekt um. Mr. Ellis, Hm? ich glaube, ich habe das Objekt, das Sie suchen. Na, wunderbar. Was schlagen Sie vor? Ich schlage vor, wir treffen uns morgen Mittag um 12 Wo? in Shanghai. Gut, ich komme. 12 Uhr. Ach, und bevor ich vergesse, Ja. Mr. Ellis, bringen Sie Ihren Mantel mit. Mein Mantel? Ganz recht. Ihren Mantel. She loves me alive.